herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, es ist wieder soweit. Ich wollte euch zeigen, was ich die Woche über gewerkelt habe. Ja, es ist nicht mehr geworden wie letzte Woche, aber dennoch ein bisschen was. Ihr seht es, ich habe hier schon das Tuch liegen, das ich am Häkeln bin. Das häkle ich mit einer Vierernadel und mit einem Garn von dem Märchengarn. Romantica ist das. Hier steht mal der Artikel dazu, wenn es noch in dem Shop da ist. Ja, ist eine 1000 Meter Bobbel, ist vierfädig und hat schon einen sehr schönen Verlauf. Genau, die Bobbel wohnt in meiner kleinen selbst gehäkelten Tasche. Passt da sehr schön rein. Das Tuch kann man noch nebendran oder auch oben drüber legen. Das ist schon sehr schön. Ja, hier liegt das Tuch. Und irgendwie denke ich immer, wenn ich das Tuch sehe, ich mache irgendeinen Fehler. Ja, aber je höher ich komme, umso mehr löst sich das alles immer auf. Nur hier oben ist immer so ein Geknuddel, dass ich immer denke, irgendwas hast du da komplett verkehrt. Aber dem ist nicht so. Also ich habe mir die Anleitung nochmal angeschaut und es passt soweit. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, ist es ein wenig komisch, weil ich ja hingegangen bin und hier diese Luftmaschen Sachen anders aufgeteilt habe. Das könnte ich mir jetzt noch als einziges vorstellen, dass das halt so Auswirkungen hat, dass sich das so kringelt alles. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Bis auf die Luftmaschen habe ich nichts verändert. Ja. Das könnte, wie gesagt, sein. Das Tuch startet ja unten an der Spitze und geht dann gerade hoch. Und hier unten seht ihr es, wie das Muster aussieht nachher. Muss noch ein bisschen wachsen. Ja. Und dann denke ich mal, sieht das nachher ganz gut aus. Wir sind hier oben jetzt schon mit, ich glaube, 2 oder 3 Mal lila. Ich glaube, sie ist nicht richtig 3. 3 lila und noch ein grauer Faden sind am Werk. Momentan bin ich jetzt gerade am Verhäkeln. Und ja, danach geht es mal in ein Rosa rein. Hier seht ihr es, da kommt nachher Rosa und dann kommt noch mal so ein zartes Lila mit dem Rosa dabei. Und dann geht es später ins tiefere Lila rein. Ja, wir waren das letzte Mal hier. Ich habe das Gefühl, das Tuch, das wächst gar nicht so richtig. Aber das liegt halt daran, weil das ist schon recht lang. Und dadurch, dass sich das so wellt, ja, hat man halt so das Gefühl, ne? Ja, auf jeden Fall waren wir hier und es kamen jetzt 1, 2, 3, ja, 3 Reihen nur dazu. Oh je, ich schäme mich, 3 Reihen nur. Ah je, naja, gut. Es kommen auch Zeiten, da kommen wieder mehr Reihen dazu. Ja, dafür setzen wir mal unseren Maschenmarkierer. Ich mache den jetzt mal hier rein. So. Na. Letztes Mal waren es schon nicht so viele Reihen, weil ich mich verhäkelt habe und alles wieder aufziehen musste. Jetzt sind es auch nur 3 Reihen, aber gut. Ich meine, manchmal
hat man halt so Phasen. Da ist das so. Ihr seht das Tuch hier von hinten sozusagen. Ihr seht es, also das ist kein Wendetuch. Ich finde so von hinten sieht es naja aus. Da gefällt mir das natürlich von vorne mit den Blütennoppen hier definitiv besser. Ich finde, da sieht das richtig hübsch aus. Vor allen Dingen jetzt so mit diesem Farbübergang. Ich glaube, das kommt nachher ganz toll rüber. Einfach. Ja, und ihr seht es, wenn man das Tuch so in der Hand hat und man das halt ein bisschen auseinander hält, dann wirkt das auch schon ganz schön anders. Ja. Ich meine, na gut, die großen Lücken hier, die hätte ich jetzt nicht drin, hätte ich mich daran gehalten, dass man, ich glaube immer nur, man musste jetzt 2, 3 und 5er Luftmaschen waren halt drin, aber fragt mich jetzt nicht mehr, wo welche war. Das kann ich euch nicht mehr sagen. Und ich habe das dann ja nachher rumgemacht, weil ich mich dauernd verzählt hatte und habe dann gesagt, ich mache überall die 3er Luftmaschen. No. Dadurch hat sich das halt so ein bisschen verzogen vielleicht. Ja, aber trotzdem, mir gefällt es ganz gut. Und ich kann sagen, das ist ein Muster von mir, so nach dem Motto. Ich meine, das hier findet ihr bestimmt irgendwo. Gibt es das auch so als Anleitung. Ich habe jetzt schriftlich geguckt. Aber das gibt es auch garantiert irgendwo als Anleitung. Ja. Genau. Und wenn man jetzt mal so hier schaut, hier sieht man dann, wenn man es aufs Graue legt, sieht man schon schön den lila Ton mit dabei. Genau, das Tuch darf noch wachsen. Das wird auch noch wachsen, aber ein bisschen sachter. Ja, dann hatte ich euch ja gefragt mit dem Loopschal, ob ihr da das Muster möchtet. Ihr seht, da habe ich jetzt auch angefangen mit dem roten Garn. Das ist jetzt das zweite Knäuel. Ich denke mal, da kommt nächste Woche, spätestens übernächste Woche, habe ich das fertig für die Anleitung. Also auch fertig bearbeitet als ein Video. Und ich denke, dann habt ihr auch den Schal, den Loop. Ich dachte, ich zeige euch das so komplett auch, wie ich den nachher zusammengehäkelt habe, damit das alles in einem einfach ist. Genau, der wird auch mit einer 4er Nadel gehäkelt. Das wechsle ich ab hier mit dem Tuch. Und ja, ist nicht mehr viel. Ich denke, das kriege ich nächste Woche noch hin. Den roten Schal. Da fehlt wie gesagt jetzt noch das dunkle Rot. Einer muss davon noch rein. Wir haben jetzt 2 hellrote drin. Hier seht ihr, hier ist der Start sozusagen und hier ist der Wechsel zu dem anderen Knäuel von dem Rot hier. Das hatte ich euch ja gezeigt. Das ist von dem Rainbow Glitter Christmas von Hobby. Hatte ich von meiner Schwester geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und das habe ich aber im Video auch noch mal gezeigt, alles. Oder im Start von dem Häkelmuster, was da alles genau ist. Genau. Das war einmal er. Der muss halt noch ein bisschen wachsen. Ein kleines Stückchen noch. Das Knäuel noch rein, das ist aber auch nicht mehr viel. Und dann noch der dunkelrote muss noch rein. Und dann ist der auch fertig. Genau. Es waren jetzt 2. Jetzt haben wir nur noch einen. Also insgesamt 3. Und der letzte ist hier in meiner Dackeltasche. Ihr seht es, hier liegt auch die Banderole von dem roten Schal, von dem Loop hier mit drin. Und hier sind die Banderolen von ihm hier. Da hatte ich ja vom Teddy im Baumwollgarn gekauft. Und das hat 125 Meter ein Knäuel, ist 100% Baumwolle, war für eine 3er Nadel
geeignet. Und wie gesagt, ist vom Teddy gewesen, wie da die 30% waren. Da bin ich jetzt am zweiten Knäuel dran. Ihr seht ihn hier. Den häkel ich diesmal von außen ab, weil ich die Mitte nicht gefunden habe. Wenn ihr da einen Tipp habt bei so Knäulen, wenn man keinen Easy Start hat, wie man das am besten findet, ja, schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare. Ich hasse das ja, wenn ich das dann raushol und ziehe dann so mega Knäuel mit raus. Ja, das mag ich nicht so gerne. Aber gut, das ist dann halt so. Ja, das hier wird der große Topflappen. Ihr seht es, hier unten ist das kleine Muster, wo ich ja gesagt hatte letztes Mal, mit den Reliefstäbchen einmal gehäkelt, damit ich merke mit den Fingern, wo ich bin, wenn ich was Heißes anfasse. Und das Muster ist jetzt auch hier auf der Seite. Und ja, es ist mir passiert, ich habe es verkehrt rum gemacht. Ich wollte ja eigentlich das Muster auf jeder Seite also gleich haben, oben und unten sozusagen. Und mir ist es passiert, ich habe es hier jetzt gemacht. Ja, ich wollte es erst noch mal aufziehen, habe mich aber heute dagegen entschlossen. Das ist mir nämlich heute auch erst aufgefallen. Manchmal hat man so Tage, das ist so. Auf jeden Fall werde ich es so lassen. Denn ich dachte mir, wenn ich ja ein Blech raushole, dann schlage ich sowieso meistens den Topflappen zusammen. Und dann habe ich das Muster halt auch auf der richtigen Seite. Ne? Oder ich greife von der Richtung so, dass da hier das Blech ist und dann ist das auch in Ordnung. Deswegen bleibt das Ganze jetzt mal so. Ich werde hier noch auf alle Fälle eine Umrandung drum häkeln, weil so mit diesem Zusammenziehen, die Reliefstäbchen hier, die ziehen halt auch stark zusammen. Gefällt mir das halt nicht so gut, wenn das so ja, knorzelig so ein bisschen aussieht. Hier seht ihr es auch. Deswegen, es ist dieselbe Maschenanzahl, ich habe extra gezählt, aber es zieht sich halt sehr stark zusammen. Ja, hier hat es eine Beule, warum auch immer. Ich dachte ja wirklich, das kommt so vom Halten, weil ich halte mein gehäkeltes immer ja, fest. Also wenn ich jetzt hier, Moment, die Dreiernadel, wo ist sie? Da. Ja, wenn ich jetzt anfange zu häkeln, ups, Entschuldigung. Also ich halte das hier immer so mit fest, was halt immer ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig ist. Und wenn ich dann einsteche, habe ich es wieder hier und dann, ja, ne? Ich meine, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und deswegen dachte ich, wäre da diese Kuhle gekommen. Aber ja, vielleicht ist das auch wirklich von den Reliefstäbchen, ich weiß es nicht. Denn wie gesagt, die Maschenanzahl ist gleich. Ich verstehe es einfach nicht. Deswegen kommt einfach ein Rand rum, dann sieht man das nicht so stark. Ja? Und dann haben wir einen schönen, wirklich großen, schönen Topflappen. Einfach gehäkelt, er ist relativ dicht. Dadurch, dass das die halben Stäbchen sind, ist er wie gesagt relativ dicht. Er wird sich doch ein bisschen ja, verdichten, wollte ich gerade sagen, aber das ist nicht richtig. Er wird sich halt noch ein bisschen zusammenziehen, wenn man ihn gewaschen hat. Und dann, das ist ja Baumwolle, ich werde den mir auch mal in den Trockner schmeißen. Mal schauen, ob ich den dann dafür anwerfe. Und dann ist er auf alle Fälle noch mal ein wenig dichter und nicht mehr so extrem, dass man so durchschauen kann. Also das wird sich dann geben. Ja, wobei, wenn man den Topflappen nachher eh doppelt legt, ist es eh egal. Dann macht er das ja auch. Ja, das hält er halt gut ab. Ja, wie gesagt, das häkel ich mit einer Dreiernadel. Und
wohnt in der Dackeltasche. Da hat das einen guten Platz gefunden. Aber wie gesagt, fehlt ja nicht mehr viel. Ich wollte hier die Anzahl gleich machen. Das sind 2, 4, 6, 8. Und wir haben, glaube ich, hier jetzt 3. Ja, 3. Wir sind am 4. dran. Also hier ist der 4. Also noch 8 Reihen. Und dann hier unten die, also noch 9 Reihen. Und dann ist der Grundstock sozusagen fertig. Dann fehlt nur noch die Umrandung. Ja, hier seht ihr es, hier habe ich das Garn gewechselt. Das ist ein bisschen unschön geworden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das so lasse oder mal gucke, ob ich das ein bisschen feiner noch hinkriege. Da habe ich halt nur einen Knoten drauf gesetzt auf die Sachen und ja, dann war es halt fertig. Also das hier werde ich auf alle Fälle mal noch abschneiden. Ich habe doch hier meine Schere liegen. Und ich denke mal, dass das so dann ganz gut ist. Ja, doch, so ist okay. Ja. Von der Seite aus sieht man es nicht so stark. Aber halt von dieser Seite aus sieht man es halt schon. Ja, das sind so die Projekte. Man sieht auch immer, was ich immer sagenhaft finde, man sieht auch immer, wo ich eine Pause gemacht habe. Wo ich mal aufgehört habe zu häkeln. Ich probiere das immer zu vermeiden, aber man sieht das. Also, oder zumindest mir fällt das dann auf. Ich weiß gar nicht, ist das bei euch auch? Dass man dann so ein paar größere Löcherchen sieht? Ja, vielleicht. Ich habe schon versucht, da besser darauf zu achten, dass ich das enger ziehe, aber anscheinend ist mir das nicht gelungen. Ja, naja, was soll's. Das hier ist ja nur für mich. Da ist das nicht so schlimm, da darf man das auch sehen. No? Aber ist das bei dem anderen auch? Mal schauen kurz. Obwohl, aber hier ist das wahrscheinlich gar nicht so stark. Na gut, da höre ich ja auch meistens dann da auf, wo ich die Luftmaschen habe. Und da man die nochmal umhäkelt, fällt das da wahrscheinlich gar nicht so viel auf. Also hier fällt es mir jetzt gar nicht auf. Aber bei den anderen, beim dem Topflappen, da fällt das, finde ich, sehr stark. Also für mein Auge fällt es mir sehr stark da auf. Ja, genau. Das waren die 3 Projekte. Ja. Ach nee, immer dieses Geklimper. Ach so, das ist noch er hier. Das Herzchen. Jo, aber gut. Wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Ja, das waren die 3 Sachen. Ich gucke gerade mal noch. Doch, leg's mal gerade noch ordentlich hin. So, dass ihr es ein bisschen seht. Ne? Und ja, dann war es das auch schon von der Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt gut durch die Zeit. Bei uns sind viele krank, leider. Hat viele erwischt mit Erkältung und Magen-Darm. Aber gut, dagegen ist man nicht gefeit. Was will man machen? Das sucht sich ja keiner aus. Ich hoffe nur, dass sie bald wieder fit sind alle. Denn es macht natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Leute ist auf der Arbeit. Ja, na gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid wenigstens gesund, es geht euch gut. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr möchtet. Und
hinten auch gerne einen Kommentar und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns spätestens am Samstag wieder. Macht's gut. Tschüss.